Salve und willkommen zu meiner numismatischen Einkaufstour in Paris. Ich habe für euch heute eine Übersicht seriöser Adressen für den Kauf antiker Münzen in Paris gruppiert nach spezialisierten Händlern zusammengestellt. Der Verkauf von antiken Münzen ist in Paris eine Vertrauenssache. Das Viertel um die Rue Vivienne und die Rue de Richelieu im 1. und 2. Arrondissement gilt als das traditionelle Zentrum des numismatischen Handels. Die physische Begutachtung antiker Münzen und das persönliche Gespräch vor Ort ist oft der beste Weg, um eine professionelle Einschätzung über optische Wirkung und Erhaltung zu bekommen. Deshalb habe ich für euch die Münzhändlerszene von Paris aufgesucht. Und im Anschluss daran gibt es sogar ein Gewinnspiel, bei dem ihr eine echte römische Münze gewinnen könnt. Bleibt also bis zum Schluss dran, um die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel zu erfahren. Paris ist sehr bekannt für seinen numismatischen Bezirk, in dem sich ein Münzhändler neben dem anderen befindet. Leider sind in den meisten numismatischen Geschäften Videoaufnahmen aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Verständlich, wenn man bedenkt, dass dort Werte aufbewahrt werden, die nahe an 1 Million Euro herankommen. Dennoch ist es mir gelungen, die Durchsicht einiger römischer Münzen bei einem Händler aufzunehmen, unter Rücksichtnahme keine Details des Geschäfts abzubilden. Die meisten Numismatikhändler haben Durchreichen hinter einer Glaswand, ähnlich wie bei Banken. Bereits ein durchgereichtes Münztableau hatte oft schon einen durchschnittlichen Wert von 10.000 Euro. Ja, das Sammeln antiker Münzen ist ein kostspieliges Hobby und war früher oft nur den adeligen Schichten vorbehalten. Es gibt einige bekannte französische Könige, die als Sammler antiker Münzen in die Geschichte eingegangen sind. Französische Könige wie Franz I., Heinrich II. Und Karl IX. Diesen Königen wird nachgesagt, dass sie feine Sammlungen antiker Münzen besaßen. Selbst Katharina von Medici wird zugeschrieben, im Jahr 1533 zur königlichen Münzsammlung beigetragen zu haben. Begeben wir uns nun aber zum ältesten Numismatikgeschäft Frankreichs, gegründet 1880 in der historischen Rue de Richelieu, eine erste Adresse für seltene Stücke von der griechischen Antike bis zur Neuzeit. Das Geschäft Maison Blatt Cunca Paris lädt zum Durchstöbern ihres Münzrepertoires ein. Leider habe ich auf der Homepage nicht sehr viel römische Münzen gefunden. Vielleicht habe ich aber auch nicht richtig gesucht. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass an dieser berühmten Adresse nur eine römische Goldmünze verfügbar ist. Also sich vorab bei den Händlern ein bisschen auf der Homepage zu orientieren, schadet sicherlich nicht. Nur ein Stück weiter unten in derselben Straße befindet sich die nächste Adresse, Chauvejon Numismatique. Und hier sah auch die Homepage bezüglich antiker Münzen schon etwas vielversprechend aus. Es ist ein traditionsreiches Haus mit über 60 Jahren Erfahrung, das für seine Expertise im An- und Verkauf bekannt ist. Ihr könnt euch ja selbst mal auf ihrer Homepage ein Bild davon machen. Auch die Rue Vivienne ist voller numismatischer Geschäfte. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es da mal eine Doku auf YouTube über einen korsischen Goldschatzfund mit römischen Münzen, wo ein Münzhändler in der Rue Vivienne erwähnt wurde. Achat, Merceau, Bureau de Change ist ein etabliertes Geschäft, das Geldwechsel, Edelmetallhandel und Numismatik unter einem Dach vereint. Das Münzhaus Godot et Fils besteht seit 1933 und ist auf den An- und Verkauf von Edelmetallen spezialisiert, handelt aber auch mit antiken numismatischen Stücken. Römer und Griechen, Gold oder Silber, alles ist hier zu finden. Und natürlich kann man auch hier auf deren Homepage eine kleine Vorauswahl treffen, bevor man das Geschäft betritt. Der Rue Vivienne folgend, etwas weiter oben, treffen wir auf CGB Numismatique, bekannt als die größte numismatische Gesellschaft Frankreichs, mit einem großen Online-Angebot und Live-Auktionen. Mein eigentliches Ziel aber war Richelieu Numismatique, ein weiterer Spezialist in der begehrten Rue Vivienne, der sich auf den Handel und die Schätzung von Sammlermünzen konzentriert und noch ganz im traditionellen Stil die Münzen in Tableaus zur Ansicht vorlegt. Hier begutachte ich 18 Sesterzen, die für unser Gewinnspiel von Bedeutung sein werden. Also dann mal gut aufgepasst, was ich euch da alles zur Ansicht vorlege. Hier sehen wir Lucilla, Tochter des Marc Aurel und Gemahlin des Lucius Verus. Auf der Rückseite sitzt Fecunditas, die Personifikation der weiblichen Fruchtbarkeit und die Beschützerin der Schwangerschaft,
mit einem Jungen auf ihrem Schoß und 2 weiteren Kindern. Und auf unserer nächsten Münze sehen wir ebenfalls Lucilla. Also wundert euch mal nicht, wenn manche Kaiserinnen oder Kaiser auf den Münzen mehrfach vorkommen. Hier sind Strähnen und Haarzopf gut erkennbar. Und auf der Rückseite sehen wir Hilaritas mit Palmzweig und Füllhorn, die römische Personifikation der Freude und der Fröhlichkeit. Also für das Gewinnspiel ist es nur wichtig, die RIC-Nummer, die oben eingeblendet ist, und den Namen des Kaisers oder der Kaiserin nennen zu können. Also für welche 3 Münzen werde ich mich letztlich entscheiden. Das solltet ihr immer bei der Durchsicht im Auge behalten. Wenden wir uns aber gleich dem nächsten Sesterzen zu. Hier sehen wir Kaiser Commodus, den einzigen Sohn und designierten Nachfolger Mark Aurels, der uns vielleicht aus dem Film Gladiator bekannt sein dürfte. Die Rückseite ist der Großzügigkeit des Herrschers gewidmet. Kaiser Commodus sitzt auf einem Stuhl und links von ihm steht Liberalitas mit Abakus und Füllhorn, wie sie an einen Bürger eine großzügige Geldspende ausschüttet. Die nächste Münze zeigt Faustina die Jüngere, die Frau des Mark Aurel, die bereits von ihrem Vater Antoninus Pius zu Augusta erhoben wurde. Die Rückseite zeigt uns die Göttin Laetitia mit Zepter und Kranz in den Händen. Laetitia ist in der römischen Mythologie die Personifikation und Göttin der Freude, der Heiterkeit, des Glücks und des Feierns. Und nochmals sehen wir einen Sesterz des Kaisers Commodus. Commodus, der ja bekanntlich mit Kaiser Caligula den Geburtstag teilte. Na, wenn das nicht mal ein böses Omen war, denn beide verfielen dem Cäsarenwahn. Die Rückseite zeigt uns hier eine sehr schöne Darstellung der Providentia, mit Stab und Zepter, zu ihren Füßen ein Globus. Sie ist die Personifikation der kaiserlichen Fürsorge für das römische Volk. Das nächste Beispiel zeigt uns wieder Faustina die Jüngere, diesmal als Diva nach ihrer Vergöttlichung. Am Reversmotiv ist Diva Faustina in langem Gewand verschleiert auf dem Rücken eines Pfaus gelagert, der mit ausgebreiteten Schwingen die vergöttlichte Kaiserin gegen Himmel trägt. Und noch ein Sesterz der Faustina, der sie noch zu Lebenszeiten als Augusta darstellt. Also bereits Kaiserin und Gattin des als Philosophenkaiser bekannten Mark Aurel. Die Rückseite ziert Ceres in sitzender Position. Sie ist in der römischen Mythologie die Göttin des Ackerbaus, der Fruchtbarkeit und der Ernte. Als Tochter des Saturn und der Schwester von Jupiter entspricht sie der griechischen Göttin Demeter. Auf dieser Münze ist Lucius Verus zu sehen, Adoptivbruder und Mitregent Kaiser Mark Aurels, der auch dessen Tochter Lucilla heiratete. Bekannt ist er auch durch die militärische Führung im Partherkrieg. Auf der Rückseite sehen wir Victoria mit einem Palmenzweig, die ein Tropäum errichtet, also ein Siegesdenkmal mit erbeuteten Waffen und Rüstungsteilen des Partherkrieges. Und noch einmal Faustina die Jüngere, diesmal als junges Mädchen und Tochter des Antoninus Pius dargestellt. Vermutlich war sie da schon mit Mark Aurel verheiratet, der aber noch nicht Kaiser war. Die Rückseite ziert Venus Genetrici. Sie wird mit einem Apfel in der Hand und einem Kind im Arm dargestellt, was vermutlich auf die Fruchtbarkeit des Kaiserhauses anspielen sollte. Und dieser Sesterzier zeigt nochmals Faustina die Jüngere, doch schon nach ihrem Ende als vergöttlichte Diva. Sie starb ja bekanntlich einige Zeit nach der Usurpation des Avidius Cassius gegen ihren Mann Mark Aurel, an der sie vermutlich in irgendeiner Form beteiligt gewesen war. Auf der Rückseite sehen wir Eternitas, die an einer Säule lehnt und in der Hand einen Globus hält, auf dem ein Phönix sitzt. Der Phönix war eine starke Symbolik für verstorbene Mitglieder des Kaiserhauses und deren Vergöttlichung. Und hier gleich nochmals eine Münze der vergöttlichten Faustina der Jüngeren, diesmal auf der Rückseite mit einem Elefantenmotiv. Wir sehen eine Elefantenbiega, auf der in einem Wagen die vergöttlichte, verschleierte Faustina die Jüngere sitzt. Eben diese Verschleierung war eine eindeutige Symbolik der Vergöttlichung der Kaiserin und deshalb finden wir diese Symbolik auch auf der Büste der Vorderseite, wo ihr Haupt mit einem Schleier bedeckt ist. Zum Vergleich nochmal Faustina Junior zu Lebzeiten mit der sitzenden Ceres als Rückseitenmotiv.
Und gleich als nächstes ihr Sohn Commodus mit dem Rückseitenmotiv, wo er als Kaiser sitzend mit Globus von einer Victoria, die hinter ihm fliegt, gekrönt wird. Und Lucilla, seine Schwester, mit dem Rückseitenmotiv der stehenden Pietas, die vor einem Altar opfert. Und nun kommt da aber ihr Vater und Philosophenkaiser Marcus Aurelius. Die Consecratio-Münze zeigt einen Adler mit Blitzbündel, der Marc Aurel mit Zepter trägt. Und noch ein Sesterz Faustina der Jüngeren, der sie vermutlich nach ihrer Hochzeit mit Marc Aurel darstellt. Auf der Rückseite ist die Göttin Venus mit Apfel in der Hand zu sehen. Und nochmals die vergöttlichte Faustina die Jüngere. Hier noch einmal Faustina mit dem Ceres-Motiv und Marc Aurel zur Feier der Dezinalien. Noch einmal Lucilla, Tochter des Marc Aurels und Schwester des Commodus, mit der opfernden Pietas auf der Rückseite. Und hier noch ein imposanter Sesterz des Antoninus Pius mit Securitas auf der Rückseite. Lucilla mit Hilaritas-Motiv auf der Rückseite und dann noch was Besonderes. Ein Sesterz des Clodius Albinus mit Rückseitenmotiv Concordia sitzend, bekannt als Usurpator in Britannien gegen Septimius Severus. Und zu guter Letzt nochmals Commodus mit Providentia als Rückseitenmotiv. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verwirrt. Auch wenn ich manche Münzen mehrmals gezeigt habe, es bleiben genau 18 Stück zur Auswahl für das Gewinnspiel. Ich habe mir also 18 römische Sesterze angesehen. 3 davon habe ich dann tatsächlich gekauft, aber ich verrate euch natürlich nicht welche. Nun zu eurer Aufgabe im Detail. Schreibt einen Kommentar, in dem ihr den Satz vervollständigt: Ich mag römische Münzen, weil, und darunter schreibt ihr dann, welche 3 Sesterze es waren, die ich in Paris gekauft habe. Bei jeder Münze nennt ihr bitte Kaiser oder Kaiserin auf der Vorderseite sowie die RIC-Nummer, also die Nummer, die ich im Video zur jeweiligen Münze eingeblendet habe. Ein Beispiel dafür wäre, ihr schreibt in die Kommentare: Ich mag römische Münzen, weil es ein Vergnügen ist, etwas Antikes in Händen zu halten, was vor über 1000 Jahren Menschen als Zahlungsmittel nutzten. Darunter schreibt ihr dann die 3, die ihr meint, die ich gekauft habe. Zum Beispiel Gevinicus RIC 007, Sigarina RIC 0815, Vinerius RIC 4711. Das sind natürlich alles nur Scherznamen, aber ihr wisst schon, was ich damit meine. Ich weiß, es ist bestimmt keine einfache Aufgabe, aber dafür gibt es ja eine echte antike römische Münze für den Gewinner. Und zwar genau die hier eingeblendete, ein Sesterz des Hadrian. Es gewinnt der erste Kommentar, der alle 3 Münzen vollständig und korrekt nennt, Kaiser oder Kaiserin und dazugehörige RIC-Nummer. Nur der Zeitstempel des Kommentars zählt. Spätere Korrekturen oder Ergänzungen sind nicht erlaubt. Wenn in diesem Video niemand alle 3 errät, dann schließe ich jede Woche in meinem Community-Tab eine falsche Münze aus. Abonnenten werden zwar über diese Hinweise sofort informiert, aber ein Abo ist keine Teilnahmebedingung, denn meine Community-Tabs können alle einsehen. Und in jedem meiner Folgevideos sind die ausgeschlossenen Münzen auch zu sehen. Und ihr könnt dann einen neuen Tipp abgeben. Jeder kann mitraten. Und in jedem Folgevideo ist ein zusätzlicher Tipp möglich. Es zählt immer der Zeitstempel eures ersten Kommentars mit der Antwort je Video ab diesem heute. Also versucht nicht zu tricksen und mehrere Kommentare mit Tipps in einem Video zu platzieren. Alle ausgenommen eurem ersten werden nicht berücksichtigt. Nehmt euch Zeit für die hoffentlich richtige Antwort und habt Spaß beim Raten. Noch einmal ein paar wichtige Hinweise quasi als Disclaimer. Ihr müsst meinen Kanal nicht abonnieren, um zu gewinnen. Das Gewinnspiel endet, sobald der erste richtige Kommentar geschrieben wurde, spätestens aber mit 31. Juli 2026. Der bzw. die Gewinnerin wird per öffentlichem Kommentar benachrichtigt und kontaktiert. Ich sende dann eine E-Mail-Adresse zu, unter der ihr nur für mich ersichtlich eure Lieferadresse bekannt geben könnt. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu YouTube. Die Teilnahme ist nur für EU-BürgerInnen mit Lieferadresse innerhalb der EU möglich. Der Rechtsweg ist bei der Ermittlung des Gewinners oder der Gewinnerin ausgeschlossen.
Viel Erfolg beim Suchen und Raten. Ich bin schon neugierig auf eure Kommentare und freue mich, falls nötig, auf den ersten Tipp, den ich euch geben kann.